Jo, moin Leute, wir sind wieder zurück am Wasser, da wo es am schönsten ist und haben uns diesmal etwas ein bisschen Spezielles für euch überlegt, nämlich wir sind ja natürlich leidenschaftliche Karpfenangler, da muss auch eine Karpfenrute ins Wasser, das kann man nicht verhindern, aber wir wollen euch mal zeigen, weil wir das ein bisschen vernachlässigt haben, was man mit unserem System eigentlich alles machen kann. Also es geht hier bei dieser ersten Session gerade so ein bisschen darum, wie viele Fischarten können wir mit den verschiedensten Angeltechniken fangen. Das wollen wir euch hier mal präsentieren und dann ist das eigentlich ein Auftakt für eine Duologie, vielleicht Triologie. Ich weiß nicht, ob es das Wort Duologie gibt, aber ist mir eigentlich auch egal. Und zwar werden wir hier heute und über diese erste Session quasi Plätze vorbereiten fürs Karpfenangeln. Wir werden jetzt über 2 Wochen hier mehrmals hingehen an diesen See und die Auftaktsession nutzen wir eben dazu, um euch gleich mal ein paar Sachen noch alternativ zu zeigen. Ich mache sowas nicht mehr so oft, aber einfach mal wieder ein Würmchen an die Angel hängen und ein Würmchen baden und so richtig schön abplumpsen. Aber genau, wir machen halt verschiedene Dinge, zeigen euch mal, wie wir so wirklich einfach mal aus Spaß verschiedene Sachen machen, bereiten aber eigentlich die Futterplätze vor und am Ende halt nochmal eine richtig gute große Karpfenabschluss-Session, für die wir jetzt schon anfangen vorzubereiten. Wir dachten, wir lassen diese ganze Aufbauszene weg und steigen direkt mittendrin ein. Wir haben hier alles vorbereitet, alles aufgebaut, haben auch schon ein paar Spots gesucht und jetzt gehen erstmal die Routen raus. Wie gesagt, ohne Karpfenrute geht nicht. Eine Karpfenrute muss mindestens raus. Also viel Spaß in diesem Film und viel Spaß mit der Trilogie. Jo, wunderschönen guten Morgen Leute. Es ist einfach wirklich traumhaftes Wetter. Man merkt schon langsam, dass der Frühling gen Sommer geht und ja, jetzt geht's hier los. Wir werden als erstes erstmal mit meinem unglaublichen Marcel hier einen krassen Fiederwettkampf uns battlen und dabei vielleicht ein kleines Köderfischchen fangen, danach mal eine Fischchenrute rauslegen, abends nochmal eine Würmchenrute, aber einfach erstmal ein bisschen Fiedern, mal gucken, was wir so rankriegen. Und da brauchen wir nur eine Route, wie schon gesagt, eine Karpfenrute geht in jedem Fall raus, deshalb habe ich hier mal nochmal ganz kurz, wie ich es gebaut habe, mit einem Safety Clip, den Loop mit PVA gewickelt. Ich habe jetzt hier nur einen kleinen Pop-Up dran, weil wie gesagt, die Challenge ist ja viele Fische zu fangen. Ich dachte, damit kann ich möglicherweise auch noch eine Schleie ranbekommen. Ist ja ein Hinge Stiff Rig und ja, ich habe hier eine Wurfdistanz, also ein kleines Plateau gefunden in Wurfdistanz mit 21 Wicklungen, also ja, bei 3,60 Meter, so 75 Meter. Ich habe jetzt hier nicht die besten Wurfrouten, aber das sollte ich noch hinkriegen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder beim Stüppwettkampf. So, ja, habt ihr gesehen, ein bisschen Futter haben wir angemischt, eigentlich auch nichts Besonderes, ein paar Maden rein, ein bisschen schön gekochten Hanf, der war auch schön ölig und einfach ein Standard-Grundfutter. Wir machen uns jetzt auch nicht verrückt, aber ja, Futter ist fertig, jetzt bauen wir die Montagen und dann werde ich dem Marcel mal zeigen, wie man hier so die dicken Brassen und Schleien rauszerrt. Ich habe jetzt hier mal die Montage zurechtgebaut, ich habe halt eine Pickerroute genommen. Und man sieht das vielleicht hier wirklich super simpel, einfach den Zip genommen mit dem Fix S Gummi, also dem kleinen Gummi, einfach einen Stein befestigt, der hat vielleicht jetzt so um die 30 Gramm und beim Karpfenangeln normalerweise befestigen wir den Wirbel mit einem Draht und ich habe jetzt hier einfach diesen Draht weggelassen, dadurch eine ganz normale Laufmontage, damit könnte ich jetzt auf Aal angeln, auf alles mögliche und weil ich keinen Futterkorb habe, aber es auch hier ganz steil runter geht die Kante, werden wir einfach 2, 3 Ballen mit der Hand hinwerfen. Und ja, dann versuchen wir mal was rauszuziehen. Ich werde jetzt als erstes noch mal ein bisschen gucken, wo ich eigentlich überhaupt angel. Ich werfe jetzt die Route ohne Haken 2, 3 Mal aus, ziehe sie mal so über den Grund, um zu gucken, ob es da einigermaßen frei ist, ob da Stöcker sind. Wenn das sich gut anfühlt, mache ich den Haken noch mal ran, mache das gleiche noch 2 Mal und gucke, ob ich da angeln kann und dann geht es eigentlich schon los.
Und halte ich hier die Spitze nach unten und ziehe eigentlich einfach den Stein mal so über den Grund langsam und gucke, ob ich irgendwas spüre. Aber es wirkt auf jeden Fall komplett glatt erstmal. Keine Probleme. Ah, und hier vorne habe ich jetzt das zweite Mal schon ein bisschen Kraut dran. Also eigentlich ist es ganz gut. Ich angel sozusagen knapp hinter der Krautgrenze. Eigentlich fantastisch. Das heißt, ich brauche vielleicht gar nicht so weit raus wie gerade, sondern es reicht schon hier wirklich ein paar Meter. Da vorne steht ein bisschen Kraut am Rand. Ich will eigentlich nur direkt dahinter angeln. Nochmal das Ganze. Es geht halt hier wirklich ziemlich schnell nach unten auf 4 Meter Tiefe. Ja, ich habe so ein paar handgroße Ballen gemacht. Ich werde jetzt mal 3 reinschmeißen. Bisschen unterschiedlich, den einen vielleicht 1 Meter weiter, den anderen 1 Meter kürzer. Und dann geht es ab. Der war nicht fest genug. Ja, einer noch, wir wollen ja dicke Fische fangen. Ab geht's! Ich habe mich für den Loop entschieden und da ich meine Spinnrolle hier nutze, habe ich nochmal so 15 bis 20 Meter 30er monophile Schnur davor geschalten. Und beim Fiederangeln nutze ich am liebsten die Schlaufenmontage. Einige werden sie vielleicht kennen von euch. Für die, die es nicht kennen, zeige ich euch das jetzt nochmal kurz. Das geht auch mit dem Loop einwandfrei. Und zwar nehme ich zuerst so einen Karabiner. Ich weiß nicht, ob man den jetzt sieht. Und den Karabiner fädelt ihr zuerst auf die Schnur auf. So, und ihr praktisch schon über die Länge der ersten Schlaufe legt ihr den Weg fest, bis der Fisch sich selber hakt. Also ihr nehmt die Schnur doppelt, den Karabiner ans Ende und macht hier hinten den ersten Schlaufenknoten. Ich mache das immer doppelt. Feuchten Form zusammenziehen. So. Und jetzt lasst ihr den Karabiner bis zum Knoten praktisch durchrutschen und nehmt jetzt, also wir könnten jetzt genau so den nächsten Schlaufenknoten machen, aber ihr nehmt praktisch die eine Seite etwas länger als die andere Seite, dass wie so ein Bauch entsteht. Und jetzt macht ihr den nächsten Schlaufenknoten hier vorne rein. Das wirkt, diese Schlaufe wirkt gleichzeitig wie so ein kleiner Anti-Tangle-Schlauch. Deswegen ist es wichtig, den nicht zu lang zu machen, weil sonst hängt das schon von alleine runter. Aber zu kurz auch nicht, da ihr dann wieder sehr nah an eurer Montage seid. Also so den Bauch und dann so eine Schlaufe von, ich sage 5 bis maximal 10 cm. So. Zweimal wieder durch, wie immer. Schön nass machen vorm Zuziehen, so zuziehen. Und jetzt seht ihr schon, wenn jetzt nämlich ein Gewicht drin hängt, steht die Schlaufe immer so bei 1/3 ungefähr der Montage. Ihr habt hier unten euer Wurfgewicht, der Haken ist ein bisschen seitlich davon, liegt dann unter Wasser trotzdem neben dem Futter. Und das Schöne ist jetzt, wenn ihr hier einen Biss bekommt, bekommt ihr den zuerst sofort übertragen auf eure Rutenspitze, ohne dass der Fisch das Gewicht bewegen muss. Und sollte er so weit ziehen, dass das Gewicht hier hinten irgendwann an den Knoten anschlägt, haben wir eine Selbsthakmontage. Also auch wenn man mal einen größeren Biss ein bisschen verpennt, habt ihr die Chance, hier den Fisch dabei zu haken. Geile Montage, Marcel, habe ich ehrlich gesagt so noch nie gesehen. So, und dann natürlich die Enden noch kurz abschneiden. Die Schnur bitte nicht immer fallen lassen. So, das sieht jetzt ja ein bisschen wild aus, aber wenn der erste 30 Pfund Fisch das gleich ein bisschen gestreckt hat, dann ist das alles auch sauber. Geil, na dann los, hier Köder ran und Haken raus. Ab geht's.
Geil, Leute, ich habe schon ewig nicht mehr gefiedert. Und da ist eine schöne Rotfeder. Oder was ist das? Plötze? Boah, geil. Mega. Die ist mir persönlich als Köderfisch ein bisschen zu groß, deswegen geht die wieder rein. Aber ich würde sagen, Carsten 1, Marcel 0. Fischart Nummer 1. Ja Leute, ich habe mir hier schon einen Pulli übergezogen, weil es einfach jetzt das erste Mal dieses Jahr die Sonne hier so richtig reinbrettert und ich habe mir schon fast die Arme verbrannt und den Nacken und ich dachte mal, ziehen Pulli an ist immer so die Entscheidung. Ja, ist immer so die Entscheidung, ob Schwitzen oder Sonnenbrand und Sonnencreme, ich weiß nicht, ist nicht so mein Ding beim Angeln. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Ich lasse möglichst immer weg. Es ist vielleicht für die Hautkrebsvorsorge nicht so zuträglich, aber ja, auf jeden Fall fangen die Fische jetzt an zu zuppeln und es erinnert mich voll an meine alten Zeiten beim Vereinsangeln. Wir früher noch als kleine Jungs immer um die Wette gepickert haben. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, da zupft es schon wieder so ein bisschen. Ich weiß noch nicht, ob das nur so eine... Das sieht eher so aus wie so ein kleines Schnurstupser. Ah, scheiße, nee, das war nichts. Das war nur ein kleiner Biss. Auf jeden Fall macht super Spaß, erinnert mich ans Vereinsangeln. So. Ja, und wie ihr seht, funktioniert einfach frei, einfach nur 2 kleine Maden. Und es konnte aber natürlich auch noch nicht richtig laufen, weil wir haben eins vergessen, den Dosenmais. Was ist der Anfängerfehler, oder? Ja. Also als so wirklich hocherprobter Fiederkünstler darf der gute Dosenmais nicht fehlen. Aber auch nochmal Spaß, ne? Der Punkt ist, wir sind hier überhaupt nicht die Fieder- oder Allround-Angler, also ich für meinen Teil nicht so, ich bin aufs Karpfenangeln spezialisiert. Es geht hier echt wirklich darum, einfach mal zu zeigen, was man so machen kann. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß, auch mal wieder so eine gute rauszupeitschen. Ich werde jetzt noch ein paar Maiskörner hinschmeißen. Fisch! Jetzt. Wir haben sie langsam auf den Spot bekommen. Wieder so ein schönes Rotfederchen. Ihr seht? Zip, Plötze, kann er. Oh, was haben wir da? Schöne Plätze. Wahnsinn. Schön, Marcel. Oh ja, und Marcel ist schon wieder dabei. Das Plötzchen. Ich sogar selbst gehakt diesmal. Also man könnte sagen, Fiedern läuft. Müssen wir jetzt mal wechseln zur nächsten Disziplin, oder? Genau, Fiedern haben wir sozusagen Mission erfüllt, haben jetzt ein paar schöne Plätze und Rotfedern gefangen. Jetzt haben wir ja gesagt Allround, wir versuchen verschiedene Sachen und jetzt kommt mal eins der gefangenen Fischchen an den Haken und wir versuchen hier mal einen Hecht zu fangen. Auch ganz einfach aufgebaut, hier mit so einem Winkel, eine kleine Perle vor den Knoten. Und jetzt haben wir hier den Loop rangehangen, einfach mit einem Fix M. Das ist halt das sehr Schöne an dem System. Man kann den Loop einfach ausklinken, wechselt schnell den Gummi in der Größe, die man braucht. Der Stein hat jetzt vielleicht so 60, 70 Gramm. Da haben wir ein ziemlich langes Vorfach gebaut, so ja, ziemlich lang, 60 cm vielleicht. Hinten 2 Drillinge ran, da bauen wir jetzt gleich das Fischchen ein. Und dann versuchen wir mal, ob wir hier einen Hecht fangen können. Ganz einfache Laufmontage, super easy anwendbar. Haben wir hier mal diesen Fisch ran gemacht mit 2 Drilling, einmal durch die Brustflosse, einmal durch die Rückenflosse. Natürlich totes Köderfischchen, wie sich das gehört und wie das auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Der geht jetzt ab ins Wasser. Ich pendel den jetzt hier auf die gefütterte Stelle. Da sind ein Haufen kleine Fische, vielleicht kommt der Hecht vorbei und ich bin mal gespannt. Mal sehen. Und jetzt
habe ich das beim Hechtangeln so gelernt, dass ich den Bügel komplett offen lasse und eigentlich einfach nur auf die Schnur ein Stöckchen lege, damit sich die Schnur nicht einfach abwickelt, aber dass wirklich komplett freie Schnur ist und der Fisch sich hier wirklich sofort ohne Widerstand Schnur nehmen kann. Man sieht dann eigentlich an dem Stöckchen auch ziemlich gut, wenn das wegschnipst und es losgeht. Spannend, mal sehen, ob einer einsteigt. Ja Leute, so einen ganzen Tag Plötzen angeln ist schon anstrengend, also nicht ohne. Wir haben jetzt hier erstmal Armutszeit, machen uns ein kleines Sandwich und mal gucken, wir haben jetzt die Fischchenrute noch ein Weilchen drin. Nachher werden wir dann die wahrscheinlich rausholen, weil ich habe schlechte Erfahrungen so in der Nacht und außerdem ist Zander Schonzeit. Und wenn wir die Fischchenrute noch so bis es dunkel ist, lassen wir die drin. Die Karpfenruten haben wir auch gelegt. Wir hoffen natürlich auch noch einen Karpfen zu fangen. Und jetzt ist aber erstmal Zeit für Essen und ich habe richtig Hunger. Und ich muss mal sagen, diese Pfannen hier, mittlerweile gibt es die ja von allen möglichen Firmen. Ich weiß nicht, das ist ja noch so eine Rich Monkey Pfanne. Das ist einfach ein super nützliches Tool. Nudeln kochen oder du machst einfach schöne Sandwiches. Und ja, das benutzen wir tatsächlich oft. Kann man super easy wenden. Also wir lassen es uns erstmal schmecken. Und ja, yeah, danach geht's weiter. So Leute, ihr seht, mittlerweile ist dunkel. Der Hecht hat sich uns leider heute nicht erbarmt, aber wie gesagt ging es einfach darum, mal kurz zu zeigen, wie man unsere Sachen noch alles einsetzen kann. Ich hole jetzt hier die Fischchenrute raus und wir sind aber noch nicht ganz fertig, weil Around heißt natürlich verschiedene Sachen und eine Sache, von der ich schon immer viel gehört habe und ich denke mir auch auf Aal müsste das eigentlich funktionieren, beziehungsweise verschiedene Sachen, vielleicht fangen wir auch doch noch eine Schleie, ist das gute Frühstücksfleisch. Ich habe einfach mal so eine Packung gekauft. Wir schmeißen jetzt noch hier 2 Ruten raus, haben mit einem Würmchen und ein bisschen Frühstücksfleisch. Gucken wir, ob wir noch was anderes überlisten können. Jo, erstmal das Fischchen raus. Ja. Nee, da war leider gar nichts los. Ah, wie das duftet. So, dann machen wir hier einfach mal so einen geilen Ballen hier rauf. So, kann man noch anbieten, denke ich. Ja, und jetzt habe ich hier mal ein Knicklicht wieder gemacht. Ich weiß nicht, das erinnert mich alles echt so an alte Zeiten. Das ist schon so richtig plumpsanglermäßig jetzt hier auch mit so einem schönen Einhänger. Und dann wird hier schön auf Aal gepeitscht. Ja, wahrscheinlich in allem, was wir heute gemacht haben, gibt es wohl professionelle Versionen, auch so Fiedern. Ich meine, wenn man sich Method Fiedern anguckt, ist natürlich eine ganz andere Liga. Aber einfach mal so richtig plumps angeln wie früher, macht schon Spaß, kann man sagen. Und Route Nummer 2 kommt nochmal ein kleines Würmchen rein. Ist jetzt wirklich kein Riesenwurm, aber vielleicht fangen wir auch noch eine kleine Schleie. Und ich habe die Montage eigentlich ganz genauso wie vorhin gelassen, wie beim Wadenangeln. Das geht für mich gerade vollkommen klar. Einfach hier an die Pickerspitze, wie man das hier so schön sieht. Knicklicht dran geknötert, ein bisschen Klebeband, wie früher. Aber es macht doch Spaß. Ja, wie gesagt, wir haben natürlich auch eine Karpfenrute draußen und hoffen, dass da auch noch was geht heute Nacht. Wenn nicht, kommt die Karpfen-Session bald. Aber erstmal noch eine Schleie oder ein Aal. Mal sehen. So Leute, jetzt kam hier der Einschlag mit der nächsten Fischart. Das ist einfach nur massiv, oder? Massiver Fisch. Ich würde behaupten, das ist eine Güster. Was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Oder eine Brasse. In der Größe ist es gar nicht so leicht zu erkennen. Güster. Naja, weiter geht's. Die Schleie muss noch kommen.
Jo Leute, so, das war's dann hier heute schon wieder mit unserem diesmal etwas speziellen Video. So, ihr habt gesehen, wir sind jetzt, haben jetzt da keine mega Fische rausgezogen, aber mir hat es echt mal wieder richtig Spaß gemacht. Und es ging eher darum, mal zu zeigen, was man noch so machen kann. Wie gesagt, Fieder an Köderfischchen angeln. Man kann es halt als jedes Gewicht verwenden und eigentlich geht halt noch viel mehr. Diese ganze Fishstone-Systeme sind halt quasi wie ein Baukasten und wir haben jetzt ja nur diese Fixgummis verwendet. Beim Karpfenangeln verwenden wir meistens die Slipgummis. Also der Fixgummi ist halt dazu da, den fest zu fixieren und der Slipgummi, dass er rausslippt, also rausrutscht einfach. Und ihr könnt halt mit diesem Baukastensystem eigentlich wirklich jede Bedingung abdecken des Ansatzangelns. Wenn ihr im Kraut angelt, angelt ihr so, dass der Stein rausfällt. Wenn ihr keine Hindernisse habt, ein kleines Gewicht, fixiert ihr ihn. Es gibt wirklich da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, diesmal etwas speziell. Und wie ihr gerade gesehen habt, oder ich auch schon gesagt habe, war ja diese Tour auch eine Vorbereitung. Denn das nächste Mal geht es hier ganz gezielt auf Karpfen, unseren eigentlichen Zielfisch. Wir haben jetzt hier schon mal vorgefüttert ein bisschen und wir kommen wieder, keine Frage. Nächstes Mal dann Vollgas auf Karpfen und mal sehen, was diese Vorfütteraktion bringt. Gut Leute, viel Spaß, bis bald. Ciao.